Starterbatterien und Motorradbatterien sollen eigentlich während der Fahrt über die Lichtmaschine immer wieder voll aufgeladen werden. Aber das klappt nicht immer. Um deine Batterie dann trotzdem mit genug Spannung zu versorgen, kannst du sie mit einem passenden Ladegerät wieder aufladen. Wann wir das empfehlen, wann eher nicht und wie das genau funktioniert, darüber sprechen wir heute mit Stefan. Also Stefan, wann ist es denn überhaupt nötig, eine Batterie nachzuladen? Es ist ja so, dass eine Batterie während dem Betrieb Ladung und Entladung erhält. Das heißt, die Verbraucher entladen die Batterie und über die Lichtmaschine wird wieder nachgeführt. Wenn ich jetzt also mehr rausnehme, wie ich über die Lichtmaschine nachführe, zum Beispiel bei Kurzstreckenverkehr oder wenn ich Start-Stopp-Betrieb habe, das ist ein sehr kritischer Betrieb für die Batterie, dann habe ich eine schleichende Entladung. Das heißt, ich habe eine Minusbilanz, es wird mehr entnommen, wie rauskommt und damit altert die Batterie halt eben vorzeitig und verliert an Leistung. Und das muss ich in irgendeiner Form halt eben auch kompensieren. Das geht in der Regel durch Ladung, ja, mit einem geeigneten Ladegerät. Okay. Unter welchen Umständen kann ich mir denn zum Beispiel sicher sein, dass das Laden über die Lichtmaschine nicht ausreicht für die Batterie? In der Regel so, der Kurzstreckenverkehr ist so der Klassiker. Ja. Also ich fahre morgens eine kurze Strecke mal zum Einkaufen oder die Kinder in die Schule oder in den Kindergarten. Alle Verbraucher sind an, ja, aber ich fahre halt eben niedertourig, nur im Dörfchen rum und habe vielleicht auch noch Ampelverkehr, ja, komme also nicht auf Drehzahlen. Und da ist es eigentlich so, dass durch die Verbraucher mehr entnommen wird, wie über die Lichtmaschinen nachgeliefert wird. Und ich dadurch halt eben diese schleichende Entladung habe. Das heißt, Kurzstreckenverkehr ist eigentlich die Auswahlursache Nummer 1 bei Batterien, ja, weil die Batterien dann in die Tiefentladung gehen. Weiterhin geht es lange Standzeiten bei Saisonfahrzeugen. Ja, eine Batterie produziert Strom. Sobald Elektrolyt drin ist, ja, fängt die an Strom zu produzieren. Und das macht die auch, wenn sie halt einfach nur rumsteht. Ja, so lange bis halt eben keine chemische Reaktion mehr möglich ist. Und das sollte man halt eben auch beachten, gerade bei Saisonfahrzeugen, Motorrädern, Wohnmobilen, Booten. Ja, wenn man zusätzliche Verbraucher einbaut, in der Regel sind die Fahrzeughersteller bemüht, die Batterie so auszulegen, dass es gerade so reicht mit dem vorhandenen Equipment. Ja, wenn ich jetzt was Zusätzliches einbaue, ich sage jetzt mal, ja, die Kinder gucken Handy, am iPad hinten auf die Kopfstütze oder halt eben ein Navigationsgerät zusätzlich eingebaut oder eine manuelle Sitzheizung, eine Sitzauflage, die ich mir über einen Zigarettenanzünder reinstecke. Alles Verbraucher, die zusätzlich dazugebracht werden, führen eigentlich in der Regel zu, dass die Originalbatterie überlastet wird. Ja. Also dass mehr entnommen wird, wie reingesteckt werden kann. Kälte, Hitze. Sowieso, ja, also Temperaturen spielen eine Rolle. Ja, und es ist klar, man merkt es halt eben, wenn das Fahrzeug beginnt, ja, schleppend zu starten, ja, wenn es anfängt zu eiern, zu orgeln. Der Klassiker, wenn ich morgens komme und er kommt gerade noch so über den Berg und beim nächsten Mal tut sich dann gar nichts mehr, dann ist es eigentlich Zeit, sich um die Nachladung zu kümmern. Okay, dann würde ich sagen, wir legen mal los. Und wie genau funktioniert das jetzt mit dem Laden und ist das dann bei allen Batteriearten gleich? Ja, würde ich sagen. Also der Ladevorgang an sich ist für jede Batterieart gleich. Ja, ich habe einen Plus- und Minuspol, ich brauche ein geeignetes Ladegerät, sowas wie das hier zum Beispiel. Ja, ich klemme im Prinzip die Pole an. Ja, versuche das hier mit Minus und Plus. Die Reihenfolge ist eigentlich wurscht. Ja, und bei den neuen Geräten kann nichts mehr passieren, ich kann es nicht mehr verpolen. Ja, und das mache ich, bevor ich das Gerät in die Steckdose stecke. Dann habe ich hier mein Kabelchen, ich stecke das in die Steckdose. Manche Geräte fangen gleich an zu laden, bei manchen muss ich ein Knöpfchen drücken, wie hier. Dann geht es los. Und dann, wenn es ein neues, modernes Gerät ist, ist der Ladevorgang vollautomatisch. Das heißt, das Ladegerät übernimmt die komplette Arbeit, ich muss mich um nichts mehr kümmern. Bei den alten Ladegeräten früher, da hat man nur mal eingestellt und dann hat man die Stopfen aufgemacht und hat ab und zu mal geguckt, wie voll sie ist und hat es dann abgeklemmt. Das muss man ja nicht machen. Also wenn ihr merkt, die Batterie ist voll, fährt der Ladestrom runter in der Regel und dann ist die Batterie irgendwann voll. Und wenn der Ladezustand erreicht ist, der Vollladezustand, dann geht dieses Gerät hier auch in Erhaltungsladung. Das heißt, ich kann es eigentlich permanent dran lassen für Saisonfahrzeuge. Wo man laden soll, also man kann dieses natürlich im Fahrzeug betreiben, logischerweise. Wenn ich die Batterie ausbauen will, bei Motorrädern wird das öfters gemacht, ja, dass das Motorrad eingemottet wird, aber die Batterie rausgenommen wird, ja, dann bitte auf einer ebenen, sauberen Fläche in einem relativ warmen Raum laden, also nicht bei Minustemperaturen. Ja, man sollte immer gucken, dass man die Klemmen
richtig befestigt, dass das nicht abrutschen kann. Ja, und man sollte auch trotzdem, dass automatische Ladegeräte sind, immer mal schauen, passiert was mit der Batterie. Ja. Es kann sein, dass die Batterie vielleicht einen internen Kurzschluss hat oder sehr stark solvatiert war. Dann gibt es im Ladevorgang eine sehr hohe Gasungsbildung. Das Gas geht durch die Stopfen neben rechts und links raus. Was da rauskommt, ist reines Knallgas. Also da reicht der kleinste Funkenschlag, um halt eben eine Explosion herbeizuführen. Sollte man immer darauf achten, dass man das also nicht macht. Ja, und da sind wir auch schon wieder beim Abklemmen von der Batterie. Zuerst der Netzstecker raus. Okay. Ja, also nicht Netzstecker drin und Klemme abziehen, sondern Netzstecker raus. Und dann die Klemmen abziehen und das Ladegerät auf die Seite legen. Ja, was zu beachten ist, die Batterie erst dann einbauen, wenn sie dann auch die Ruhespannung wieder erreicht hat. Wenn sie noch im Fahrzeug drin ist, erübrigt sich das, dann kann ich es nicht ändern. Genau. Ja, aber bei einer ausgebauten Batterie immer warten, bis sie sich beruhigt hat, ja, bis sie die Ruhespannung hat und dann ins Fahrzeug einsetzen. Also nach dem Laden sollte die Batterie also wieder starten. Und wie oft soll bzw. kann man eigentlich so eine Batterie nachladen? Also generell, ich bin da mehr auf der konservativen Seite, empfehle ich zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst. Okay. Also nach der Saison und vor der Saison quasi, vor der Wintersaison, wo die Batterie stark beansprucht wird, sollte man auf jeden Fall mal die Spannung prüfen und dann entsprechend auch mit dem Ladegerät drangehen. Öfter schadet auch nicht. Ja, okay. Was man beachten soll, ist ganz klar, eine beschädigte Batterie sollte man auf keinen Fall versuchen aufzuladen. Ja, also wenn die Batterie schon, ich sag mal, keine Ladung aufnimmt, wenn ich das Ladegerät ansetze, dann muss ich damit aufhören. Ja. Also nicht auf Gedeih und Verderb versuchen, jetzt die Batterie wieder zum Leben zu erwecken, ja, und das funktioniert nicht, ja, sondern das macht die Sache nur gefährlich. Okay. Ja. Also eine beschädigte Batterie jetzt, wenn sie feststellt, dass sie beim Spannungstest unter 10,5 Volt ist oder vielleicht tiefer, sollte man eigentlich die Finger davon lassen. Gehäuseschäden, abgefranste Pole, verbrannte Pole, alles Dinge, die also die Batterie, ja, wo die Batterie nicht mehr normal aussieht, da sollte man einfach die Finger davon lassen. Vielen Dank, Stefan. Gerne. Intakt Battery Power. Immer die passende Batterie.